Hallihallo, wir sind's wieder, die Piranhas. Willkommen zu Piranha Becken TV. Die nächste. Das Thema heute: Gildenwahl. Also wir wollen uns ein bisschen über Gilden unterhalten, weil Piranha Bytes Spiele haben ja immer dieses Alleinstellungsmerkmal, will ich gar nicht mal sagen, aber zumindest das Special, ja, dass wir Gilden im Spiel haben, für die man sich entscheiden muss, während man spielt. Und ja, die interessante Frage dabei ist, wie sehen andere das? Ne? Gibt es überhaupt noch irgendein anderes Spiel, das das so macht? Also ich weiß, dass andere Spiele auch Gilden haben, aber dass man sich dann während des Spiels für die entscheiden muss? Weiß ich nicht. Ich würde es nicht einfach frech behaupten, wenn das so wäre. Okay. Aber zur Gildenwahl oder Charakterklasse, was ja im Grunde genommen ähnlich ist oder artverwandt, haben wir weniger als 100 Leute gefragt und die haben Folgendes gesagt. Das ist extrem unterschiedlich. Das kommt vom Spiel, das liegt daran, wie das Spiel die Sachen aufbaut, wie die Klassen gestaltet sind, wie sie aussehen. Krieger. Heiler. Eindeutig Krieger. Tank. Krieger. Tank. Zerstörer. Der klassische Krieger, der Damage-Dealer oder Range, also Bogenschütze. Ich bin eher so der Kämpfer-Typ, muss ich sagen. Also ich mag es auch schon mit Schwert oder Axt, Bongo, Herd, Raubfeuerung. Das liebe ich, aber ich mag auch die Kombination mit Fernkampf. Ich bin gerne der Healer, tatsächlich. Alles so in Richtung Nekromanten oder sowas in die Richtung finde ich eigentlich ganz geil. Ich stehe tatsächlich auf Tanks. Immer schön rein in die Masse, schön was einstecken, aber auch sehr viel austeilen. Der Thief, aber eher der Tank und Bruiser passt ganz gut. Ja. Ich glaube, ich muss immer irgendwas mit Zauber zu tun. Irgendwas mit Magie, also dann Magier wahrscheinlich. Ich glaube, bei mir wäre es irgendwas mit Wissen. Keine Ahnung, was es dann gibt. Wenn ich mich tatsächlich festlegen müsste, dann wäre es wahrscheinlich noch eher was Schrotisches. Meine Antworten sind immer so kurz, aber bei mir ist es der Hexenmeister. Ja. Spannend, ne? Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir Gilden haben im Spiel? Also, dass wir vor allem zu 3 Gilden. Warum gerade 3? Gut, fangen wir mal einfach an wegen Gilden und Konfliktpotenzial. Gilde und Fraktion, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Vulkanfestung und Kloster, oder? Warum? Es gab irgendwie Spiele, bei denen haben wir immer Gilde gesagt. Ja. Und dann haben wir gesagt, irgendwie jetzt machen wir aber ein anderes Spiel, dann ist das nicht mehr die Gilde, sondern die Fraktion, so wie Wildschwein und Keiler oder Vulkanfestung und Kloster. Ja. Ich finde, das ist irgendwie immer schräg. Ja, das jetzt sind sind wir wieder zurück bei Gilde, weil das irgendwie so ja, das sind so Sachen, wir durften auch unsere Piraten nicht Piraten nennen, wir mussten sie Freibeuter nennen oder sollten sie so nennen, obwohl das eigentlich, war man sonst zu ähnlich dem Disney Pirates of the Caribbean. Das sind manchmal so Dinge, die Marketingleute uns antragen, weil sie halt Schiss haben, dass diverse Dinge passieren, dass Assoziationen entstehen und so ein Zeug. Ne? Das ist natürlich so eigentlich Quatsch, weil selbst wenn man einen Helden hat, der einen Namen hat, ja, wie es bei Risen 3 der Fall war, ja, ne, der hieß ja Stahlbart Junior, Greg Junior, also Greg Stahlbart sozusagen, hat das nicht wirklich irgendwen interessiert, es war immer der namenlose Held, so, ja, und das sind so selbsterfüllende Prophezeiungen, die man gar nicht verhindern kann, es sei denn, ja, man ignoriert das einfach, und deswegen ist Fraktion und Gilde genau das gleiche. Aber kommen wir mal zur Frage. Genau, wie seid ihr denn damals überhaupt dazu gekommen? Warum habt ihr denn nicht irgendwie von Anfang an eine Auswahl gemacht, ich möchte jetzt gerne ein Magier sein, ein Krieger oder sonst irgendwas, sondern habt gesagt, ach, es gibt jetzt irgendwie so die Sektenspinner und dann gibt es irgendwie das alte Lager und das neue Lager und dann muss ich mal gucken, wo ich hingehe. Also Gothic wurde damals tatsächlich von sehr vielen Leuten designt und jeder hatte so seine Idee, wie man eine Charakterklasse darstellen kann oder will, ne? Und da kam ziemlich schnell raus, dass man etwas Besonderes machen wollte. Dass man irgendwie nicht so diesen Standardkrieger, den Standardmagier oder den Standarddieb darstellen will, sondern dass es immer irgendetwas dazwischen sein soll. Und das macht es irgendwie ein bisschen reichhaltiger, ein bisschen besonderer. Also ist entsprechend so der Sektenspinner eine Mischung aus einem, ja, würde man sagen, Magier und einem Krieger. Ne? Der Gardist beispielsweise ist ein reiner Krieger, den du am Anfang machen kannst. Die Magier sind reine Magier, auch klar. Ne? Aber die Söldner beispielsweise sind so eine Mischung aus Dieb und Krieger wieder. Ne? Und das ist so also ein Grundprinzip, was wir so ein bisschen durchgezogen haben bei den
Bei Elex beispielsweise ist es so, die Alps sind ganz klar Kampfmagier, also Krieger und Magier. Dann haben wir die Berserker, die auch Krieger und Magier sind, und die Outlaws sind Dieb und Krieger. Ne? Also Krieger kommt eigentlich immer drin vor, es kommt immer darauf an, wie viel Prozent Magie man da drin hat und so weiter. Ne? Also deswegen auch Mechaniker, weil Outlaws und Mechaniker und die frugeln sich halt aus dem Schrott, aus alten Flippern irgendwelche Waffen zusammen, sind aber auch Diebe, also das ist für uns irgendwie so. Die Kleriker sind auch Magier, ne? Die können auch Magie, das stimmt, richtig. Ne? Das, gut. Also auf jeden Fall irgendwo immer dazwischen angesiedelt sein, so zwischen den Charakterklassen, dann ist das für uns irgendwie, es muss immer eine Mischung aus allem sein. So, und so war das halt damals. Und warum überhaupt Gilden? Es birgt halt, wie ich gerade schon sagte, Konfliktpotenzial innerhalb der Geschichte halt. Das heißt also, dass die Fraktionen oder die Gilden untereinander sich nicht grün sind. Das ist immer gut, weil das birgt halt Potenzial für neue Missionen. Ja, dass man halt so die eine Fraktion gegen die andere ausspielen kann, oder dass man sich eher, wenn sie maximal unterschiedlich sind, so wie wir uns immer bemühen, dass sie das sind, halt auch für denjenigen, der sich dafür entscheidet, für die Fraktion, ne, dann entsprechend auch so etwas für sich findet. Ja, und ja, es gibt halt so eine Hierarchie innerhalb der Gilde, was interessant ist für den Spieler, der sich mal für eine Gilde entscheidet. Was werde ich denn am Ende? Wie kann ich in diese Hierarchie? Ich möchte mich zugehörig fühlen zu einer Gruppierung. Ich möchte gerne die Geschichte von denen vorantreiben. Deswegen haben wir auch eigens dafür Quests gemacht und Missionen und Typen, die dich halt irgendwie weiterbringen in der Hierarchie. Dass die Rüstungen immer dazu passen und dass man halt pro Rang, den man erlangt, dass man einen entsprechenden Titel bekommt. Das ist sowas wie eine Trophäe für die Achiever und sowas alles, ja. Und das passt irgendwie alles ganz gut in so eine Welt, in so eine komplexe Welt. Und am Ende möchte man am liebsten dann halt auch der König oder der große Anführer der jeweiligen Gilde oder Fraktion sein, dass es so ein Werdegang ist. Darum machen wir das so gerne. Im klassischen Rollenspiel gibt es ja ohnehin immer verschiedene Dinge, in denen man sich permanent verbessert. Zum Beispiel Stufen. Ja, ich habe eine neue Stufe erreicht, ich habe Erfahrungspunkte gesammelt und ich werde immer besser. Und manchmal haben diese Stufen sogar Titel, je nach Spiel, und man wird sowieso immer der geilere Hoshi. Aber wenn man so eine Fraktion hat, die in sich geschlossen auch noch Ränge hat, dann ist das eine zusätzliche Motivation, natürlich auch für euch, zu sagen, Mensch, ich möchte jetzt aber nicht nur mehr Erfahrungspunkte sammeln, aus Sammeltrieb heraus, sondern ich möchte gerne tatsächlich irgendwie einen neuen Rang bekleiden. Und das Schöne ist, dass das Spiel dann auch darauf reagieren kann. Das heißt, wenn ich irgendwie einer Fraktion zugehörig bin und ich habe auch noch was zu sagen irgendwie und ich gehe woanders hin, dass einer sagt, ne, du kommst hier nicht rein, du gehörst ja zu denen. Oder dass jemand sagt so, hey, du bist jetzt auch bei uns, das ist aber klasse. Und solche Reaktionen, die erzeugen natürlich auch mehr Immersion, mit der man in dem Fall spielen kann. Wir haben nicht die klassische Vorabwahl der Charakterklasse oder der Gilde, ja, sondern wir haben so ein Learning-by-Doing-Ding. Das heißt also, dass du tatsächlich Gilde oder die jeweilige Fraktion erstmal erreichen musst. Das heißt, du musst erstmal deren Hauptquartier finden, meistens. Das ist so der Klassiker bei uns, ne? Dann kommst du in deren Hauptquartier, in deren Stadt oder Lager oder wie wir es auch immer nannten. Und da musst du die erstmal kennenlernen, musst dich erstmal vom Tellerwäscher zum Millionär hocharbeiten sozusagen, ne, haben wir ja gerade gesagt, Hierarchie. Dann ist es halt, gerade auch was die Skills angeht und so weiter, dass du schon mal die unteren Ränge der jeweiligen Fähigkeiten können sollst, ja, lernen können sollst und dass du dann im Grunde genommen die Sachen erstmal siehst, wie sie im Spiel wirken und so weiter, bevor du dich einer Fraktion anschließt, was meistens klassischerweise immer im ersten Kapitel der Geschichte passiert. Das heißt also, unser Spiel, ja, bisher immer wurde beherrscht im ersten Kapitel oder in den ersten Phasen des Spiels, in den ersten 10 Spielstunden davon, welcher Fraktion trete ich bei. Hat auch damit zu tun, welche Fraktion lerne ich denn als erstes kennen. Viele bleiben dann darauf hängen. Hatten wir auch vermutet bei Elex, ja, dass die meisten Leute sich den Berserkern anschließen, weil es halt die erste ist, der man
sozusagen, die man präsentiert bekommt. Das war aber so nicht. Weswegen wir aber auch gerne so Sachen machen wie im alten Lager, weiß ich irgendwie, da hing so ein Sektenspinner rum und der hat gesagt, ja komm, ich zeig dir mal unser Lager irgendwie. Dann kommst du quasi dorthin und lernst die ganzen Typen und Buddler und so kennen, aber du kannst dich auch von dem darüber führen lassen und dir das andere Lager erstmal zeigen, bevor du dich entscheidest. In Elex ist es ähnlich irgendwie, wir haben darauf geachtet, dass das erste Lager, das du betrittst, auch Leute aus den anderen Lagern beinhaltet, die man kennenlernen kann, damit man überhaupt mal eine Idee hat, ach, da gibt's ja auch noch was anderes und was sind das denn für welche irgendwie? Vielleicht finde ich das ja auch interessant. Und dann kann man den Spieler weglocken, muss man aber nicht. Solche Sachen bieten wir gerne an. Und ich hatte gerade noch eine andere Idee, die mir jetzt im Hinterkopf verschwunden ist. Das ist ja ein Ding. Na sowas! Ach, ich weiß es wieder. Ach, jetzt hast du es. Genau. Die meisten Leute, die ich tatsächlich gefragt habe da draußen, die unser Spiel gespielt haben, haben gesagt, dass sie erstmal tatsächlich sich jede Gilde angucken und alle möglichen Quests, die man dort schon mal spielen kann, ohne sich entscheiden zu müssen, spielen, bevor sie sich entscheiden. Das fände ich auch mal spannend. Ist das bei euch auch so? Grast ihr erstmal alles ab und müsst auch wirklich prüfen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, bevor ich entscheide? Denn das nimmt einen riesen Raum ein und das Spiel dauert dann anders lange, sag ich mal, wenn man das so spielt, anstatt man sagt, nein, ich folge jetzt der Hauptstory, entscheide mich für eine Fraktion und spiele jetzt straight weiter, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ja. Wie macht ihr das? Ja. Schreibt es uns in unseren Kommentarbox unter dieses Video. Wir sind super neugierig, was dabei rauskommt. Unsere Claudia hier beispielsweise, die für die Cutscenes verantwortlich ist, die spielt so lange, bis es nicht mehr geht. Ja, ich bin auch so 40 jemand. 40 Stunden oder so, 35 Echt? Stunden oder so. Wenn er bis nicht mehr geht, dann läuft sie mit Kapuze, mit einer Abenteurerrüstung in der Gegend rum und versucht dann irgendwie da klarzukommen. Hat teilweise sogar schon irgendwie, ist auch fast schon im nächsten Kapitel und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Was auch cool ist, oder sag ich mal, die Spezialisierung auf Fähigkeiten. Wir machen es meistens so, dass wenn du dich einer Gilde anschließt, ja, dass du erst Sachen wirklich auslernen kannst. Wir haben ja dieses Lehrerprinzip, dass du zu Lehrern gehen musst, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Und die großen Dinger, also die guten Sachen, die du nachher können sollst, den fetten Feuerball, anstatt nur diesen einfachen Piff-Puff oder sowas, ja, das lernst du dann tatsächlich nur bei dem Lehrer, dessen Gilde du beigetreten bist. Das ist auch so ein Grundprinzip, was immer cool ist, was wir immer toll finden. Und wir haben unheimlich viel Gildenspezifisches. Ja, also eine Home-Location hast du dann im Grunde genommen, das heißt, du fühlst dich einer Gilde zugehörig, ja, das hast du dann auch einen entsprechenden Rang und entsprechende Geschichte, die da erzählt wird, das hat Einfluss auf den Mainplot, ja, das hat Einfluss auf dein Äußeres, du hast eine andere Rüstung, ja, worüber wir auch nochmal an einer anderen Stelle gerne noch ein bisschen reden wollen. Gerade die Rüstung ist interessant, ne? Wie funktioniert das? Die Crewmember gehören immer irgendwie einer Gilde an, oder zumindest fast immer, ja, dass man sagen kann, okay, die Philosophie, die Intention dieser Gilde, wie funktionieren die denn, warum sind die so drauf und so weiter. Das sind Sachen, die uns wichtig sind, dass ihr die sozusagen vermittelt bekommt, bevor ihr euch entscheidet, ne, für welche Gilde man sich tatsächlich dann irgendwie entscheidet am Ende des Tages. Ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Leute so lange spielen, bevor sie sich entscheiden. Weil die Angst haben, dass sie irgendwas verpassen, eine falsche Entscheidung fällen und im Grunde genommen, dass vielleicht auch Sachen verwehrt bleiben. Es ist ja auch tatsächlich so, dass einige Missionen nun mal nicht gespielt werden können. Wenn ich mich einer Fraktion anschließe, dann gibt es halt individuelle Wege, die sich dann eröffnen für denjenigen. Und wenn man wissen will, wie es gewesen wäre, wenn ich, Outlaw gewesen wäre, dann muss ich halt nochmal spielen oder vorher abspeichern und es dann auf dem anderen Wege nochmal probieren. Das ist eine Frage der Konsequenzen, ne? Genau. Wir stehen auf starke Gegensätze, ja, wie bei den Gilden häufig der Fall. Und wir stehen auch auf Konsequenzen. Das heißt, du musst dich im Grunde genommen irgendwie hier entscheiden und irgendwann hast du dann sozusagen das Ergebnis. Dass man nicht irgendwie, ach, ich lade nochmal, ich guck mal irgendwie, sondern dass du tatsächlich so spielst, wie du gerne spielen willst, aber dass das Spiel dann auch darauf reagiert. Und das kann nur auf dich reagieren, wenn du dich tatsächlich festlegst an einer bestimmten Stelle. So, ne? Bei Risen 3 beispielsweise bekamst du sogar ein ganzes komplettes Schiff, ein eigenes, ja, mit einer Crew dabei, wenn du dich für die eine oder die andere Fraktion entschieden hast. So, dass dann deine Home-Location mit dir mitgewandert ist und solche Dinge. Ja, also da haben wir ordentlich uns immer ins Zeug gelegt, was solche Dinge angeht.
Und das ist ja auch schön, also so finden wir jedenfalls, dass nicht nur die Charaktere darauf reagieren, sondern auch die Geschichte darauf reagiert, was du gemacht hast irgendwie und im Grunde genommen die Gildenwahl halt an einigen Stellen unsichtbar Einfluss hat auf das Fortgeschehen der Geschichte. Das ist immer ganz schön. Ja. Ja, es gibt ja auch sehr viele Möglichkeiten, so eine Gilde dann zu machen. Ne? Gibt auch viele unterschiedliche Sachen. Wir hatten zum Beispiel bei Elex, der Arbeitstitel von Elex war eigentlich Evolution am Anfang. So, ne? Wir wollten so ein Evolutionsgedanke, menschliche Entwicklung, was bedeutet es, Mensch zu sein, wie hat sich der historisch entwickelt, der Mensch. Und dann haben wir beim Höhlenmenschen, da habe ich am Anfang überlegt, so könnte man anfangen. Aber der funktioniert von den Grundprinzipien her so nicht. Ne? Das heißt also, gewisse Dinge, die müssen die Gilden schon leisten können. Ja? Die dürfen nicht einfach nur mit einer Keule rumballern oder so. Die müssen schon eine gewisse Magie haben, also die müssen schon im Grunde genommen äquivalent gleichwertig sein. Ja? Ist natürlich schwierig, wenn man sagt, okay, die mittelalterlichen Berserker gegen die futuristischen Alps, ja. Der erste Gedanke, der einem da kommt, ist irgendwie, Moment mal, die mit Pfeil und Bogen gegen den Flammenblitz, was ist das denn für ein Quatsch? So. Wurden wir auch oft gefragt. Also wurden wir sehr oft gefragt und deswegen ist das auch so, ja gut, aber die sind sehr mächtig in der Magie. Ja, das heißt, die brauchen die Technologie beispielsweise nicht. Also hast du auch immer irgendwie einen Gegenpart. So, die müssen einigermaßen gleichwertig sein, damit das funktioniert. Wir haben natürlich auch so Untergilden immer eingebaut, ganz klassischer Fall, sowas wie die Diebesgilde, ja, mit der man sich anschließen kann oder auch nicht anschließen kann, aber die hat nicht so weitreichende Konsequenzen. Kann sie ja auch nicht haben, weil sie eigentlich außenpolitisch innerhalb dieser Welt und der Werdegang der Welt und der Bedrohung der Welt weniger Rolle spielt. Aber man kann es halt tun. Ne? Es gibt Spiele, da kann man sich jeder Fraktion anschließen, es hat weniger Konsequenzen. Ja, kann man selbstverständlich machen, aber wir selber haben das Gefühl, wenn man das zu einer großen Wahl macht und zu einem zentralen Element des Spiels, gerade von Anfang des Spiels irgendwie, finden wir das sehr interessant. Wir haben auch noch andere Gedanken dazu, auch im Blick auf unser nächstes Spiel irgendwie. Gibt es sehr viele Experimente, die wir da gerne starten wollen, weil diese Gildengeschichte ist schon eine sehr mächtige Sache, die irgendwie alles beeinflusst. Sowohl die Geschichte als das Tuning, das, wie du aussiehst, was du tust, welche Intentionen du verfolgst, was für moralische Entscheidungen du triffst, ja, die hat immer eng irgendwie mit der Gilde zu tun. Und da werden wir uns das nächste Mal ordentlich austoben an der Stelle. Schreibt uns eure Gedanken unten in den Kommentarblock, weil was ihr dazu denkt, das wird uns auf jeden Fall brennend interessieren. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, der Trophybox. Und zwar haben wir da was Schönes, nämlich wo wir schon bei Rüstungen waren, ja, eine Trophäe, die wir von THQ bekommen haben, ja, die ich auch immer gerne trage, weil heute trage ich mal T-Shirt, ist diese Jacke hier, ja. THQ hat tatsächlich diese Dinger für ihr Team produzieren lassen und einige von uns tragen das Ding tatsächlich. Ne? Ja. Steht sowas drauf THQ wie Family Member. Family Member, so, ne? Also die Jungs von THQ Nordic, die sind echt cool und wir tragen diese Jacke immer sehr gerne, weil Name ist Programm, Family Member, ne? Also wir finden das schon ziemlich cool, den Laden. Und wir finden es auch toll, wie die mit uns zusammengearbeitet haben und auch in Zukunft noch zusammenarbeiten werden. Na, denn das ist nicht selbstverständlich, dass das so locker läuft. Und ich glaube, die Qualität, die Elex jetzt hat, ja, an vielen Stellen, die uns auch von vielen Leuten gesagt wurde, so, das ist super, ist genau die richtige Richtung, geht nochmal weiter diesen Weg. Ja, hätten wir nicht geschafft, wenn THQ Nordic nicht so cool wäre und uns auf jeden Fall immer unterstützt hat bei den Sachen, die wir machen und vor allem uns auch hat machen lassen an vielen, vielen Stellen. Ne? Wo wir sagen, okay, das ist cool, das wollen wir, da haben wir Bock drauf. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, ich glaube, wir wären damit durch. Ne? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen in diesem Theater. Bis dann. Tschüss. Ciao. Pustest du wieder? Ne, pusten. Aber nuscheln? Nuscheln. Du nuschelst. Ich lispel. Du ja, okay. Okay. Das wollen wir nicht weiter vertiefen.